Hallo liebe Freunde, vielleicht seid auch ihr mit diesen Spuk-Märchenfilmen der DEFA groß geworden und könnt euch auch noch an den ersten Film Spuk unterm Riesenrad gut erinnern. Wie sprach dort das Rumpelstilzchen, als er ein Versteck für sich und seine beiden Gefährten gesucht hat? Es gibt eine Burg fernab der Menschen. Und ich möchte euch heute verraten, wo ihr diese Burg findet und um welche es sich handelt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Im romantischen Selgetal finden wir am Gasthaus zum Falken bzw. der Jugendherberge den Startpunkt für unseren heutigen Spaziergang, welcher uns hoch hinaufführt. Ihr seht, Wanderfreunden kann hier nur das Herz lachen. Wir orientieren uns jedoch an der von Rumpelstilzchen und Hexe sogar namentlich erwähnten Burg Falkenstein. Dazu biegen wir rechts ab, laufen ein Stück am Gelände der Gaststätte vorbei, um nach etwa 150 Metern links nach oben abzubiegen. Auch wenn nichts mehr davon zu erkennen ist, rechts hinein in dieses Gelände lohnt sich allemal ein neugieriger Blick. Soll sich dereinst hier die untere Vorburg für den Falkenstein befunden haben. Wegen Bauarbeiten geschlossen bis Ende Juli 2025. Lassen wir uns davon abschrecken? Natürlich nicht. Also weiter geht's nach oben, diese angeblich so versteckte Burg zu suchen. Und siehe, Rumpelstilzchen hatte gar nicht zu Unrecht. Gewöhnlich thronen Burgen weithin sichtbar auf ihren Bergen als Zeichen der Macht. Nicht so der Falkenstein. Man muss ihm wirklich sehr nahe kommen, um ihn zu sehen. Dann ist der Eindruck jedoch umso imponierender. Denn gehen wir noch ein weiteres kleines Stück den Eselsstieg weiter, erstrahlt die Höhenburg voller Stolz oben auf ihren Berg zu uns hinab ins Tal. Welch ein Anblick! Natürlich wäre es zu einer anderen Jahreszeit, wenn es nicht so grau ist wie heute, noch schöner, aber bekanntlich soll man die Feste feiern, wie sie fallen. Also steigen wir gut gelaunt und neugierig weiter. Zugegeben, trotz dass es nur ein Spaziergang von insgesamt 2,5 Kilometern ist, kommt man bei dieser Steigung schon ein klein wenig ins Schwitzen. Da wir zum Glück über eine bessere Kondition als Hexe, Riese und Rumpelstilzchen verfügen, stehen wir jedoch bald vor ihr, der wirklich beeindruckenden Burg Falkenstein. Trotz der verschlossenen Tore, wegen der bereits angesprochenen Bauarbeiten, welche voraussichtlich bis Mitte Juli 2025 dauern sollen, ein richtiger Traum von Ritterromantik. Freuen wir uns jetzt schon auf das Ende der Bauarbeiten und unseren nächsten Besuch. Wer nicht nur auf der Durchreise wie ich einen kleinen Abstecher machen wollte, dem bieten sich hier oben ebenfalls weitere Möglichkeiten zum Laufen an. Wem die Zeit fehlt oder mit dem kleinen Spaziergang zufrieden ist, für den wird es, zumindest heute, Zeit für den Abstieg. Unten angekommen hoffe ich, dass ihr für heute zufrieden seid. Wenn nicht, verrate ich euch demnächst, was ihr hier noch tun könnt. Beispielsweise, um auf den Spuren von Lumpen zu wandeln. Bleibt also schön neugierig.